Seid ihr die Beschützer dieser Welt? Das sind wir. Euer Planet ist dem Tod geweiht. Mit dem letzten Beitrag von Disney Plus wurden alle Post-Credit-Szenen der im Jahr 2025 erschienenen Marvel-Filme zusammengeführt. In dem unter dem Titel »Die Welt bereitet sich auf ein neues Ereignis« vorgeteilten Beitrag wurde bestätigt, dass all diese Post-Credit-Szenen miteinander verbunden sind. In Disneys nächstem Beitrag war zu sehen, wie sich alle Teams versammelt haben und bereit für das Treffen sind, mit dem Text »Und was ist eure Theorie?« Eigentlich haben wir bereits darüber gesprochen, dass all diese Szenen miteinander verbunden sein könnten. Allerdings muss man auch erwähnen, dass einige Szenen nicht so sein werden, wie sie scheinen. Zum Beispiel wurde in der Post-Credit-Szene von Captain America, Brave New World von der Ankunft des Leaders Dr. Doom und vom Krieg der Universen gesprochen. Er war sich bewusst, dass das Unvermeidliche die Zerstörung aller Welten ist. Deshalb warnte er Sam Wilson und sagte, dass er nicht lange hierbleiben würde. Auch in den Comics war er ein Charakter, der ein Bündnis mit dem Leader Dr. Doom einging. In dem neuen Film könnten wir ebenfalls ein ähnliches Detail sehen. In der Post-Credit-Szene von Thunderbolts wurden sowohl das unter dem neuen Namen Avengers versammelte Team als auch das Raumschiff der Fantastischen Vier gezeigt. Doch hier gab es ein Problem. Gehört das Raumschiff der Fantastischen Vier wirklich dem Team aus dem Film oder kam die Familie von Reed, der in Multiverse of Madness gestorben ist, um sich zu rächen? Denn man darf nicht vergessen, dass das Illuminati-Team im Film Multiverse of Madness von Feinden aus dem Universum 616 getötet wurde und fast jeder, der dort arbeitete, einschließlich Mordo, wusste, wer es getan hatte. Allerdings könnte Mordos persönliche Abneigung gegen Dr. Strange vielleicht dazu geführt haben, dass er ihm etwas anhängt. Um die Rache von Reed und den anderen zu nehmen, würden sie definitiv ins MCU kommen und angreifen. Eigentlich wäre es meiner Meinung nach sehr passend, eine solche Handlungsverbindung herzustellen. Denn es wäre sowohl für die Zuschauer ein unerwarteter Twist, als auch eine Erklärung für die Grundlagen des Multiversumkrieges. Weil durch die Welt, die ein anderes Universum angreift, eine Krise zwischen zwei Welten entstehen würde, und wenn sich ein weiteres Universum diesem Krieg anschließt, würde er noch viel größer werden. Bis jetzt wissen wir nur, dass zwei Universen Krieg führen werden: X-Men und MCU. Könnte das andere Universum, das in diesen Krieg zwischen diesen beiden Welten eingreifen wird, das Universum 838 sein? Wir sprechen von einem Universum, das seine Illuminati verloren hat und angegriffen wurde. Zusätzlich könnte der Tod von Reed Richards den sogenannten Reed Red in den Comics aufbringen, bei dem vermutlich auch Reed selbst dazugehört hätte. Ich verstehe, dass Marvel die Eternals oder andere Projekte ignoriert, aber wenn das, was im Film Multiverse of Madness passiert ist, dem MCU widerfahren wäre, hätte das MCU definitiv Rache genommen. Stellt euch das einmal so vor. Peggy Carter war die Anführerin des Avengers-Teams in diesem Universum und der Tod von Peggy bedeutet, dass die Avengers ihre Anführerin verlieren. Der Tod von Black Bolt bedeutet, dass die ohnehin extrem gefährlichen Inhumans ihren König verlieren. Die Inhumans würden das niemals auf sich beruhen lassen. Der Tod von Professor X würde bedeuten, dass das gesamte X-Men-Team seinen Anführer verliert. Ganz zu schweigen von den X-Men, selbst Magneto würde allein deshalb, weil ein Mutant und insbesondere Charles getötet wurde, definitiv Rache nehmen wollen. Der Tod von Reed Richards würde außerdem dazu führen, dass sowohl die Fantastischen Vier als auch seine beiden erwähnten Kinder Rache nehmen wollen. Daher muss die Welt 838 unbedingt in die Geschichte einbezogen werden und den Wunsch nach Rache haben. Aber von wem wollen sie diese Rache nehmen? Von Wanda? Von Dr. Strange? Oder direkt vom MCU? In der letzten Post-Credit-Szene tauchte Dr. Doom neben Franklin auf. In dieser Szene nahm Doom seine Maske ab und zeigte Franklin sein wahres Gesicht. Dafür kann es viele Gründe geben. Vielleicht ist Franklin Dooms Kind oder erinnert ihn an sein verlorenes Kind,
aber letztendlich werden Franklin und Susan eine Art Belohnung für Dr. Doom sein. Alle hier gezeigten Details stammen eigentlich nicht von der Ankunft von Dr. Doom, sondern vom im Filmtitel erwähnten Begriff des Doomsday, des Tages des jüngsten Gerichts, denn das Ende der Welten naht und es wird keine Möglichkeit geben, dem zu entkommen. Wenn ihr die zweite Staffel von Loki gesehen habt, bedeutet der Untergang einer Welt, dass alles wie Spaghetti auseinanderreißt und verschwindet. Loki konnte das für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten. Aber wir wissen nicht, wie lange er widerstehen kann. Laut Dr. Doom ist das Multiversum krankhaft. Dieses Multiversum ist eigentlich ein Käfig und der Käfig muss zerstört werden. Andernfalls wird niemand frei sein. Der Grund, warum das Multiversum ein Käfig ist, liegt in der Vernichtung des ursprünglichen Multiversums. Das ursprüngliche Multiversum wurde von einer Variante von Kang, He Who Remains, zerstört. Nur das Universum 616 blieb übrig. Doch das Universum 616 ist kein Universum mit stabilen Grundlagen. Es ist ein Paralleluniversum, das durch Steve Rogers' Veränderung der Vergangenheit entstanden ist. Kang hatte dieses Universum als heilige Zeitlinie festgelegt und, indem er es ständig beschnitt, dafür gesorgt, dass es sich allein ausdehnt. Der Grund, warum Loki und die anderen Steve Rogers im Film Avengers Doomsday beschützen wollen, ist genau dieser. Weil Steve Rogers aufgrund seiner Zeitreisen und seiner Veränderungen in der Vergangenheit in Endgame zu einer verbindenden Existenz für dieses Universum wurde. Und wenn Steve sterben würde, würde das Universum zerstört. Wenn das Universum 616 zerstört wird, würden auch alle anderen Zweige zerstört und das Multiversum würde enden. Wenn wir das Multiversum als Baum und seine Zweige als alternative Universen betrachten, dann ist das Universum 616 die Wurzel. Und wenn die Wurzel abgeschnitten wird, sterben automatisch alle Äste. Daher bedeutet es, wenn Dr. Doom es schafft, Steve zu töten, dass das Multiversum sowieso zerstört wird. Im Film Deadpool and Wolverine würde sich das Universum auflösen, weil Logan in der Zukunft gestorben war. Aber die X-Men-Zeitleiste war nur an ein einziges Universum gebunden. Die gesamte Realität würde in Spaghettiform zerfallen. Natürlich wurde auch gesagt, dass dies Hunderte von Jahren dauern würde, aber letztendlich würde alles zu Ende gehen. Deshalb ist es das Hauptziel von Loki und dem Team, das Loki zusammenstellen wird, Steve Rogers zu beschützen. Denn ein Charakter wie Dr. Doom, der den Käfig zerstören, also das Multiversum beenden möchte, würde das Multiversum sofort beenden, sobald er Steve Rogers tötet. Genau deshalb sage ich, wenn Dr. Doom in Doomsday erfolgreich sein wird, dann wird Steve Rogers sterben. Muss Steve unbedingt sterben? Wird Loki wirklich an den Punkt kommen, an dem er alles aufgibt, nur damit Steve überlebt? Das weiß ich nicht. Erinnert euch an die Szene, in der Dr. Strange den Zeitstein gibt, um Stark zu retten. Strange gab in Endgame den Zeitstein, weil er dachte, dass Stark überleben müsse. Jetzt ist Loki der Charakter, der über die gesamte Zeit herrscht. Daher muss er wissen, was sie in Zukunft retten wird. Also haben sich die Rollen nicht geändert, nur die Charaktere. Wenn wir Avengers Doomsday nach dem Modell von Infinity War interpretieren, dann hat Loki jetzt die Rolle von Dr. Strange übernommen. Loki könnte die Zweige loslassen, um Steve zu retten, und das gesamte Multiversum würde zerbrechen. Auf diese Weise würde Steve überleben und durch Steve Rogers könnte nach Secret Wars ein neues Multiversum erschaffen werden. Wenn Sie das mathematische Prinzip von Infinity War in Avengers Doomsday anwenden, wird sich das Filmszenario wahrscheinlich so entwickeln. Wir kennen die Russo-Brüder. Sie lieben Steve Rogers, wirklich. Und ich denke, wenn Sie den Film Avengers Doomsday auf Steve Rogers aufbauen, sollten Sie den Charakter am Ende nicht sterben lassen. Aber wenn Sie ihn doch sterben lassen, wäre ich auch nicht überrascht, denn ich denke, dass er sterben müsste. Der größte Fehler, den Thanos gemacht hat, war vielleicht, Tony Stark nicht zu töten. Wenn er Stark getötet hätte, hätten die Avengers niemals den Zeitraub durchführen können. Daher könnte Dr. Doom sagen,
Ich werde nicht den gleichen Fehler machen wie Thanos und Steve dennoch töten. Aber tatsächlich würden sich nicht die Rollen, sondern nur die Charaktere ändern. Ja, Freunde, ich hoffe, dass euch der von mir vorbereitete Inhalt gefallen hat. Wenn es Videos gibt, die ihr gerne sehen würdet, vergesst bitte nicht, sie mit mir in den Kommentaren zu teilen. Bis zum nächsten Video.